Wieder hat uns Ubisoft mit einem Mini-Update zu Die Siedler versorgt, welches wir uns wie gewohnt genauer anschauen. Zudem gab es einen markanten Personalwechsel im Ubi-Team und auch von Volker Wertig gibt es erneut Neues. Von daher, auch wenn es weh tut, herzlich willkommen bei den Die Siedler News. Hi ho, liebe Zockerlauncher, mein Name ist Dominik, ich bin der Community Developer für Die Siedler. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei der Zockerlounge Die Siedler News. Mit Ubi Babalatu hat wohl ein weiteres bekanntes Gesicht das Die Siedler-Team verlassen. Babalatu, oder besser gesagt Dominik Falkenberg, war bis September 2022 der Community Developer für die Siedler-Serie. Ob er nun die Abteilung gewechselt hat oder Ubisoft eventuell komplett verlassen hat, lässt sich aber anhand seines LinkedIn-Profils nicht ableiten. Sein Nachfolger scheint der deutsche Christoph Ganzler geworden zu sein, der zuletzt bei Ubisoft Toronto in Kanada die Community von Watch Dogs Legion betreut hat. Beim Spiel selbst wurde nun der sogenannte Extreme-Modus angekündigt, bei dem es sich um den ehemaligen Ansturm-Modus handelt, der schon immer angekündigt war, aber nie genauer beschrieben wurde. Wie wir jetzt wissen, handelt es sich hierbei um eine Variante der beliebten Defeat the Waves Koop-Map aus Die Siedler 4, was sich viele Spieler gewünscht haben und durchaus mal positiv gesehen werden kann, soweit ihr als Spielertyp mit einem Koop-Modus was anfangen könnt. In diesem Modus spielt ihr allein oder mit Freunden gegen die KI, die euch in Wellen mit anstürmenden Feinden konfrontiert. Einbunkern und verteidigen ist hier also angesagt. Demnächst soll es zum Extreme-Modus, ich finde den Namen cool, mehr Details geben. Ich bleibe natürlich wie gewohnt für euch dran. Ingenieure laufen jetzt nicht mehr planlos den kürzesten Weg bzw. in ihren Tod, sondern wenn möglich auf eigenem eingenommenen Land. Das soll verhindern, dass diese, wie bisher oft durch feindliche Gebiete, den Weg zur nächsten Baustelle gesucht haben und dort deshalb nie lebend angekommen sind. Zudem gibt es jetzt auch den von mir geforderten Beobachter-Modus. Sprich, wenn ihr sterbt, landet ihr nicht mehr instant in einem nichtssagenden Statistikmenü, sondern könnt das Spiel weiterhin als Zuschauer verfolgen. Leider geht man hier nicht auf das ein, was wir eigentlich wollten, nämlich ob man eine Partie direkt als neutraler Spectator beitreten kann, um diese Spiele für mögliche Turniere casten zu können. Aber davon sind wir ohnehin aktuell gefühlt Lichtjahre entfernt. Ebenfalls neu könnte dieses Gebäude sein, es könnte sich aber auch einfach nur um eine Landmark handeln, denn bis auf dieses Bild gab es dazu keinerlei Informationen. Ein bisschen mehr Inhalt gab es bei der neuen 1 gegen 1 Karte der Krater oder im Englischen The Core zu sehen. Leider beschränkt man sich auch hier wieder nur auf Landmarks und Gegnercamps, sodass man diese nur schlecht oder gar nicht beurteilen kann, aber immerhin. Sinnbildlich für den Zustand des Spiels gibt es am Ende des Clips dann noch einen Blick auf eine alte, verlassene und verweste Burg. Möchte man uns damit was sagen? Denn diese Burg ist nicht irgendeine Burg, sondern die damals in der 2020er Version vorhandene große Ritterburg, die wie viele andere Gebäude an irgendeinem Punkt gestrichen wurde. Abschließend gab es dann noch die ersten Bewegtbilder zu den neuen Elementalisten oder Elementarmagiern, die ich euch bereits vorgestellt habe und die gestrichenen Raketenochsen ersetzen sollen. Wie befürchtet, scheinen diese auf den ersten Blick aber wirklich nur 1:1 ehemalige Raketenochsen zu sein, die nur einen neuen Skin bekommen haben. Der Blitzschlag über dem Lager scheint außerdem ein neuer Zauber zu sein, der so ähnlich auch in früheren Siedlerteilen vorkommt, aber ebenfalls mit noch keiner Silbe genauer erklärt wird. Jo, abseits von Die Siedler gab es auch ein paar News-Schnipsel zum neuen Volker Wertig-Projekt. So wurde beim Förderantrag hinterlegt, dass ihr als Spieler versucht, nach einer planetaren Katastrophe die versprengten Gruppen eures Volkes zusammenzuführen. Höchstwahrscheinlich gehört auch dieses Artwork aus einer alten Stellenbeschreibung zum Spiel, welches dann auf ein Sci-Fi-Setting hinweisen müsste. Außerdem erhält das Spiel sein Millionenbudget vom Start komplett bis Ende 2023, was wiederum auf einen Release bereits Anfang 2024 hindeuten könnte. So, in der nächsten Folge geht es dann nicht um das Ubisoft Die Siedler, sondern um das Settlers Unreal Projekt von Buchwald Interactive, den ich auf der Zockerlounge Community LAN interviewen konnte, inklusive neuem Gameplay-Footage. Wenn ihr da Bock drauf habt, Abo da lassen und ich informiere euch gerne rund um alles weiter, was in der Welt von den Siedlern so passiert.